Moin Leute! Ja, heute möchte ich euch gerne 5 wundervolle, blumige Parfums vorstellen, die wir Männer wirklich bestens tragen können. Es sind so 3 sehr bekannte Düfte mit dabei und 2, ja, eher weniger bekannt, aber auch ganz wundervolle Düfte. Ja, und wir starten am besten mit einem wohl der beliebtesten blumigen Parfums, nämlich mit Reflection Man von der Marke Amouage. Bevor ich jetzt aber mit Reflection Man starte, noch eine kurze Info in eigener Sache. Wenn dir das nun folgende Video gefällt, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und mich unterstützen möchtest, ja, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und du kannst auch die Glocke aktivieren. So bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden. Du wirst nämlich dann immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Danke für deine Unterstützung und nun starten wir mit Reflection Man. Reflection Man ist ja wirklich eines der beliebtesten Parfums überhaupt. Das kann ich auch verstehen. Es ist wirklich so ein No-Brainer. Man kann diesen Duft nahezu immer tragen. Und vor allem ist das eine Duft-DNA, die wirklich überall gut ankommt. Also ich habe schon Unmengen an Komplimente für Reflection Man bekommen. Das ist einfach eine DNA, die nahezu jedem gefällt. Die Kopfnote ist noch recht würzig und aromatisch. Hier wird mit Rosmarin und mit Pfeffer gearbeitet. Aber dann kommen im weiteren Duftverlauf auch immer mehr die blumigen Noten heraus. Die Blumigkeit ist schon recht präsent und opulent, aber wir haben hier auch im Herzen eine Neroli-Note. Und durch diese Neroli-Note finde ich sogar, dass der Duft ja die perfekte Balance behält und nie ins zu Feminine abdriftet. Wir haben also durch Neroli auch so diesen nötigen Gegenpart und auch eine maskuline Note. Durch die Iris-Note wird Reflection Man im Duftverlauf dann immer schwerer und pudriger. Es ist auch tendenziell eher ein süßer Duft, also das muss man schon mögen. Und im Drydown haben wir dann aber wiederum einige holzige Duftnoten, die eben wieder so für diesen nötigen Kontrast sorgen. Es ist auf jeden Fall eine sehr weiche und anschmiegsame Duft-DNA, die im Umfeld wirklich immer sehr gut ankommt. Und der Duft wird auch sehr häufig mit Le Mal von Jean Paul Gaultier verglichen. Ich sehe da auch einige Parallelen, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Nichtsdestotrotz sind das für mich nochmal 2 unterschiedliche Düfte. Reflection Man riecht für mich insgesamt auch einfach hochwertiger, ist besser aufeinander abgestimmt und für mich insgesamt auch der tollere Duft. Jetzt wird es wirklich speziell und vor allem sehr nischig, denn ich möchte euch gerne Nuit de Bakelit von Naomi Goodsir vorstellen. Es ist eine sehr tolle Nischenmarke, die haben einige tolle Düfte im Sortiment, da müsst ihr mal schauen. Ihr seht ja selbst, es ist nicht mehr viel im Flakon, denn ich trage den Duft wirklich sehr, sehr gerne. Es ist aber auch eine sehr spezielle DNA. Für mich haben wir hier so 2, 3 Duftnoten, die wirklich sehr präsent sind. Der Duft ist von der Kopfnote bis in den Drydown wirklich sehr speziell. Und vor allem haben wir hier in der Kopfnote ganz viel Galbanum. Und Galbanum ist für viele ja eine eher schwierige Duftnote. Der Start ist wirklich sehr grün, würzig, aromatisch. Der Start riecht für mich wirklich, ja, wie so frisch geschnittenes Grün, wie die Stängel von diversen Blumen. Also es ist wirklich sehr speziell, sehr grün. Und dann bekommen wir aber eigentlich auch schon direkt so für mich den Mainplayer. Und das ist hier eine sehr intensive Tuberose-Note. Und auch Tuberose ist eher eine schwierige Duftnote. Ich kenne so einige, die mit Tuberose eher weniger anfangen können. Und man muss wirklich sagen, dass diese Note hier sehr intensiv und präsent ist. Und dazu bekommen wir auch noch recht viel Birkenteer, Labdanum und Styrax. Und tatsächlich schwingt da auch noch so ein bisschen Safran mit. Es ist aber, wie ich schon eingangs sagte, eine sehr nischige Duft-DNA. Blumig, vor allem aber auch sehr grün und krautig. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, da wo Reflection Man eher so nach den Blüten eines Blumenstraußes riecht, riecht Nuit de Bakelit für mich immer so ein bisschen mehr nach dem Grün. Nach den grünen Blättern, nach den Stängeln. Also es ist wirklich sehr blumig, aber eben auf der anderen Seite auch wirklich grünkrautig.
Die Haltbarkeit und die Sillage sind wirklich überdurchschnittlich. Also der Duft hält gefühlt Ewigkeiten auf meiner Haut und vor allem ist es eine Duft-DNA, die ich die ganze Zeit wahrnehme. Also selbst nach 10, 11, 12 Stunden ist der Duft noch sowas von präsent in meiner Nase. Also eine wirklich sehr intensive Duftkomposition. Weiter geht es mit Accento von der Marke Xerjoff. Ich denke, neben Reflection Man mit das beliebteste blumige Parfum überhaupt. Für mich ist Accento aber nicht nur blumig, sondern vor allem auch fruchtig. Wir haben in der Kopfnote eine richtig tolle, fast schon leckere Ananasnote, die übrigens auch den ganzen Duftverlauf über präsent bleibt und neben der Blumigkeit eben für eine gewisse Fruchtigkeit sorgt. An blumigen Noten nehme ich persönlich am meisten die Iris- und die Jasminnote wahr. Durch die Iris-Note wird Accento im Duftverlauf dann immer pudriger, für mein Empfinden aber nie zu schwer. Und die Jasminnote sorgt dann ebenso für diesen blumigen Akkord. Und im Drydown haben wir dann noch Amber und Vanille, was eben auch dafür sorgt, dass so neben dieser Blumigkeit und Fruchtigkeit dann eben auch noch eine gewisse Süße dazu kommt. Die Haltbarkeit ist auf meiner Haut wirklich super. Ich sagte das auch schon mal in einem anderen Video, 12 Stunden plus. Da gibt es wohl Batch-Unterschiede, zumindest gibt es auf jeden Fall ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich kann aber eben nur das beurteilen, was ich auch habe. Und dieser Batch, dieser Flakon hält wirklich Ewigkeiten auf meiner Haut. Und nun kommen wir zu The Original von der Marke 8 Bob. Für mich ein stark unterbewerteter Duft. Ich habe dazu auch schon mal ein ausführliches Review gemacht. Das blende ich euch hier oben rechts ein. Es ist eine historische Marke und vor allem auch ein historischer Duft. Denn John F. Kennedy hatte damals eben The Original getragen. Das ist, wenn man so sagen will, damals sein Signaturduft gewesen. Darum geht auch letztlich die ganze Geschichte. Aber dafür schaut auch wirklich gerne mal in mein ausführliches Review rein. Und wer von euch vielleicht auch noch Fahrenheit 32 von Dior kennt, den kann ich wirklich The Original ans Herz legen, denn diese beiden Düfte sind sich wirklich recht ähnlich. The Original ist auch nochmal eine ganz andere Interpretation eines blumigen Duftes. Wir haben zum Start hier relativ viel Kardamom und Zitrone. Dadurch ist der Start ja aromatisch und auch relativ frisch. Und dann bekommen wir am Herzen wirklich ganz viel Veilchen. Also es ist eben ein blumiger Duft, vor allem aber eben auch von dieser Veilchennote dominiert. Und dann wird der Duft im Duftverlauf auch immer holziger. Wir bekommen im Drydown auch noch eine schöne Ambernote. Es ist aber so von der ganzen Duftkomposition kein schwerer, blumiger Duft, sondern eher ein frischerer, holziger, ja, Veilchenduft. Und wie ich auch schon eingangs sagte, ist für mich The Original wirklich stark unterbewertet. Natürlich ist das alles Geschmackssache, aber es ist einfach eine so tolle, ja frische, holzige, blumige Duftkomposition, die auch im Umfeld super gut ankommt. Man hat eine ganz wundervolle Duftaura. Auch für diesen Duft habe ich schon so einige Komplimente bekommen. Also wie gesagt, wenn ihr so Fahrenheit 32 mögt, dann müsst ihr unbedingt The Original ausprobieren. Und zu guter Letzt kommen wir zu Baldafrique von der Marke Byredo. Ja, für viele ja tendenziell eher ein femininer Duft. Ich finde, es ist übrigens auch ein Unisex-Duft, dass wir Männer Baldafrique auch wirklich gut tragen können. Wir haben hier diverse blumige Noten. Für mich ist das primär ein blumiger Duft, aber wir haben hier auch eine Besonderheit, denn wir bekommen auf der einen Seite, für mein Empfinden zumindest, immer so ein bisschen Tropical Vibes. Also ich nehme immer so eine leichte, ja, Pina Colada oder Kokosnote wahr. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine richtig tolle Vetiver-Note und vor allem für mich so eine richtig frisch grün-grasige Vetiver-Note. Für mich ist es auch auf jeden Fall eine kontrastreiche Duftkomposition, also schon recht nischig, aber auch richtig gut tragbar. Wir haben also im Herzen diverse blumige Noten. Auf der anderen Seite nehme ich aber eben immer diese Tropical Kokos-Vibes wahr. Und auf der anderen Seite haben wir eben so eine frische, grün-grasige Vetiver-Note.
Der Duft ist zwar relativ süß, für mein Empfinden aber nicht zu süß. Und wir bekommen hier, wie gesagt, so 3 verschiedene Duftrichtungen miteinander vereint. Eben das Blumige, dazu dieses Tropische und auf der anderen Seite eben das Grün-Grasige durch die Vetiver-Note. Es ist natürlich sowieso alles immer Geschmackssache. Ich finde aber, dass wir Männer Balderfreak wirklich gut tragen können. Also besorgt euch mal eine Abfüllung. Also es ist wirklich ein ganz toller Duft. Ja, und dann sind wir auch am Ende angekommen und ihr seht ja hier wirklich ganz unterschiedliche blumige Interpretationen. Ja, Reflection Man, Argento mit wohl die beliebtesten Düfte so, die in die blumige Richtung gehen. Balderfreak auch ein Verkaufsschlager der Marke. Und dann haben wir zur Rechten einen sehr, sehr nischigen Duft, nämlich Nuit de Bakelit von Naomi Goodsir und ein wirklich historischer Duft, nämlich The Original von Eight & Bob. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ja, ob du diese Düfte kennst, welche blumigen Düfte du sonst vielleicht auch gerne trägst. Ja, dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und wir sehen und hören uns demnächst wieder.